58.440 Euro für einen komplett ausgebauten Van. Der kommt aus Spanien und es ist ein Ford Transit Custom. 2 Liter TDCi, 96 kW, 130 PS, Euro 6D und er ist glutorange Metallic und mit allen Extras und allem drum und dran. Geht übrigens schon los bei knapp 52.000 Euro und ist ein ganz tolles Fahrzeug. Hier ist Stefan Buhr von Wohnwagen Fokus. Stefan. Hallo Sven, grüß dich, hallo. Ja, ihr verkauft dem wie geschnitten Brot, weil dieses Fahrzeug ein Alltagsfahrzeug ist, was eine Familie nutzen kann und ein Camper in einem. Genau, du sagst es. Das ist der aktuelle Trend. Du hast ein Fahrzeug, was du auf die Arbeit nimmst und am Wochenende fährst du eben hin, wo es schön ist. Hin, wo es schön ist. Du kannst aber auch was Schönes auf einer Fahrt mal auf dem Rastplatz Halt machen mit der Familie, wenn du jetzt eine längere Urlaubsfahrt hast und fährst wirklich mal nach Spanien runter, machst mal einen Zwischenstopp, du hast das Ganze mit drin, du hast immer eine Option mehr. Riesenvorteil, du hast hier 4 Betten, 4 Schlafplätze. Auch das wird häufig genutzt. Auch Leute, die Ferienwohnungen im Süden haben, die 2000 Kilometer bis Alicante fahren, nutzen solche Fahrzeuge, um diese langen Strecken dann zu verbringen. Was steckt hinter dieser Marke Panama? Das ist ein relativ neues Gesicht hier im gesamten Wohnmobilbereich. Das ist angekoppelt an unsere spanischen Freunde von Panama und dort kommen die Fahrzeuge her. Sag mal bitte die technischen Daten, du hast sie versteckt. Er heißt P10 Plus. Was heißt das Plus? Das ist die Ausstattungsvariante. Du bekommst einen P10 und einen P10 Plus. Das hängt davon ab, ob der Wagen Heizung hat oder nicht. Das sind ein paar Ausstattungsmerkmale, die der ohne Plus nicht hat. Ich zeig mal, was er alles hat. Außenfarbe, Glut, Orange Metallic, habe ich schon vorgelesen. Aufstelldach hat er drin. Das heißt, du kannst oben schlafen? Genau, das Aufstelldach ist serienmäßig. Die Lackierung hier in orangen Wagenfarbe, das ist jetzt eine Option gewesen. Und ansonsten ist das Dach weiß bei den Fahrzeugen. Mir hat das jetzt nicht gefallen, deswegen haben wir den in Orange dann lackiert. Ganzjahresbereifung ist eine sehr sinnvolle Sache. Und das Living-Paket, da haben wir die Dieselheizung, Wechselrichter, 600 Watt und eine Porta-Potty-Toilette und eine elektrische Trittstufe. Du kannst natürlich den Wagen auch bestellen mit 170 PS Motor. Du kannst Automatik bestellen. Wir können eine Anhängerkupplung nachrüsten, Markise, Fahrradträger. Das ist bei Ford alles nicht so teuer. Das ist nicht so teuer. Ne? Die Automatik ist im Verhältnis zu anderen deutlich günstiger. 1500 Euro oder 1700 Euro, glaube ich. Du musst aufpassen, bei der Anhängelast hast du dann nachher nur noch 1000 Kilo Anhängelast. So, deswegen kaufen auch viele das Schaltgetriebe, weil sie sagen, sie brauchen das als Anhängung. Die Verarbeitung deiner spanischen Freunde ist erhaben, muss man sagen. Ja. Also das ist kein Schrott, die bauen richtig Qualität. Nein, das sind gute Fahrzeuge. So, ist das so, wenn ich das sehe? Ich meine, der große Konkurrent, der T6.1, wenn ich da auch nur dran denke, den in der Ausstattung zu wählen, mit Heizung, mit allem drum und dran, Aufstelldach, reden wir schon über 70.000, 80.000 Euro? Ja, da bist du immer um die 15.000 bis 20.000 Euro mehr dann, ja. So, und hab weniger Platz. Also was stark ist, du hast 3 Sitzplätze hier und noch eine Küche daneben. Das geht bei Volkswagen gar nicht. Richtig, du hast es erkannt. Bei VW ein Problem, bei Volkswagen ein Problem, dass du die Dreierbank nicht reinbekommst, wenn die Küche da ist. Komm, wir zeigen das mal ein bisschen, wenn du mal reingehst. Das ist eine Schlafbank, die kann man ganz einfach umlegen, dann ist sie komplett gerade. Du kannst sie verschieben auf den Schienen, den Airline-Schienen. Darunter ist noch ein Fach, das heißt Schublade. Da kannst du Sachen reinmachen. Außendusche. Außendusche, Schlauch, ja. Es riecht, das ist übrigens, für alle, die sich auskennen, das ist ein Original-Schnirle-Sitz. Und wer sich ein bisschen auskennt im Offroad 4x4-Bereich, Schnirle ist einer der besten Hersteller der Welt für Sitze. Also Schnirle wirklich der Hammersitz. Dann ein Isotherm-Kühlschrank, auch wer sich hier auskennt, das Ganze, das Beste vom Besten verbaut. Ja, die haben dich nicht lumpen lassen. Aus dem Yachtbau kennt man das Ganze. Dann auch die Möbel, wie fühlen die sich an? Guck mal, hier riesen Scharniere. Also, das fühlt sich gut an, ja. Die Kunden, die reinkommen, die können es gar nicht fassen. Wir haben bisher auch kein Marketing gemacht für die Marke. Kriegst du genug Fahrzeuge im Moment oder ist das... Also in der Tat, glücklicherweise kann Ford liefern. Es hängt ja oft von dem Basisfahrzeughersteller ab. Und Ford kann in der Tat liefern. Und hier haben wir keine Streichungen gehabt von dem Hersteller. Und von dem her sind wir sehr, sehr froh, dass wir diese Marke mit aufgenommen haben, als sie auf den Markt kam. Eine riesengroße Bereicherung für unser Produktportfolio. Das ist so vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Du hast sogar noch ein bisschen was dran verdient. Das ist das Schöne. Aber das geht nicht jetzt zu Lasten der Aufbauqualität. Hier ist die Gasflasche übrigens, sag mal genau, gerade. So eine kleine Gasflasche.
Die 3 Kilo Flaschen, die man kennt aus dem VW-Bus. Ansonsten Diesel, oder? Ansonsten Dieselheizung Webasto, ja. Dann hinten hast du einen Riesenplatz, können wir auch gleich mal reinfilmen. Das, was sehen, aufmachen hin können wir nicht, aber das ist nicht schlimm, denn wir werden irgendwann mal einen Fahrbericht machen. Genau, der Wagen hier, sehr beliebt bei Sportlern, da man die Bank ja sehr weit nach vorne fahren kann. Fahrräder einladen kann. Fahrräder einladen, das ist genau das Thema. Und das ist mit die Hauptnutzung dieser Fahrzeuge für kleine Touren am Wochenende, auch Tagestrips. Ich kann die Fahrräder mitnehmen, ich kann mich hier drin mal frisch machen. Es ist ein angenehmes Reisen, habe meinen Kühlschrank dabei, besser geht's gar nicht. Ja, wichtig ist ein Dach mit doppelter Verriegelung von SCA. Das Dach kommt Made in Germany, ein GFK-Dach. Das heißt, auch Hagelschäden sind hier erstmal nicht ganz so schlimm, weil die ganze Oberfläche hier aus GFK ist. Und die Doppelverriegelung hat natürlich den Vorteil, dass ich das Dach nicht versehentlich öffnen kann. Jetzt habe ich es doppelt verriegelt. Ich filme mal gerade hinten Und jetzt nochmal in den Kofferraum rein. Das ist übrigens der Kofferraum, der drin ist. Porta Potty Serie, oder? Porta Potty ist in dem Living-Paket mit dabei. So, hier hast du noch viel Platz. Hier kannst du dann noch Kleidung und so weiter reinmachen. Hier hast du übrigens ein doppelstöckiges Ladevolumen. Das heißt, du kannst einmal oben und unten laden und man kann sogar diese Bank, die Schnirle-Bank, sogar besetzen. Und das funktioniert. Und spätestens jetzt, wenn du gleich mal öffnest, Stefan hat eben zugegeben, hat vor dem Video eins bei mir gesagt, das ist nicht seine Gardedisziplin, denn er ist eigentlich gar nicht mehr im Vertrieb groß drin, aber hat sich ja bereit erklärt, mit mir die Videos zu drehen. Du hast einen eigenen Spezialisten für die Wagen hier, oder? Ja, genau. Wer ist das bei euch? Bei uns machen das die Kollegen aus der Vermietung mit, weil die Fahrzeuge auch in der Vermietung mit dabei sind. Die gehen dann natürlich einmal die Woche raus oder 2 Wochen raus. Die haben jeden Handgriff, um jeden immer noch mal zu erklären, wie alles ist. Weil der kleine Wagen ist erklärungsbedürftig, weil er hat so viele Überraschungen und kleine Ecken, die man kennen sollte. Und dann machen wir das auf die Art und Weise. So, ich filme mal noch ein paar Details, dann müssen die Leute nicht gucken, wie du es aufmachst. Passiert. Ist schon passiert. So, und jetzt beginnt ein Raumwunder. Du kannst das Ganze hochdrücken. Ja. Stefan, ich bin so stolz auf dich, weil du hast Dreifachverriegelung, damit es auch ja nicht aufgeht. So, und jetzt, guck mal hier. Hammer. Ja. So, wenn du mal ein Fensterchen öffnest fürs Licht. Das gute SCA 124 übrigens. Für alle Fans, die das sofort erkannt haben. Mit der berühmten Zwangslüftung oben. Da kommst du sogar noch mit der Hand dran, Stefan. Die können wir gerade mal erklären. Hier, er guckt so. Ja, wenn ich jetzt ich komm dran. Ja. Er kommt dran. Wir zeigen es mal gerade. Das ist übrigens eine Zwangslüftung. Die kann man einfach öffnen. Und so kann ich nämlich lüften, auch wenn es mal regnet. Und ganz oben drauf habe ich dann die Lüftungsöffnung. Man kann die Sitze drehen. Da sind Drehschemel mit drauf. Wenn du mal einfach den Beifahrersitz mal drehst. Und spätestens dann haben wir den Campingbetrieb. Und du hast so viel Platz hier drin, Stefan. Das hast du einfach beim VW-Bus nicht. Und die Bank ist noch nicht mal ganz hinten. Genau. Jetzt müssen wir nur noch den Tisch nachher einhängen. Der ist hier auf der Innenseite. Und dann sieht es eigentlich noch gemütlicher aus dann. So, das Ganze, das ist jetzt schon die Profi-Version für 58 brutto. Genau, du kannst natürlich noch weniger, wenn du ein paar Details nicht brauchst jetzt von der Sonderausstattung. Aber du kannst eben auch ohne weiteres noch für 4.000, 5.000 Euro Sonderausstattung. Aber so kannst du wegfahren. Das funktioniert. So, 8 Minuten 34, wir haben es erklärt, der Panama P10, 58.440 Euro. Du kannst liefern. Wir haben heute tatsächlich den 29. Juni 2022. Du bist ein deutscher Händler, das heißt, du machst doch die Garantie, gewährst und 2 Jahre. Warum sind noch nicht mehr Leute auf Panama gekommen? Weil das ist vom Möbeldesign her, von der Ausführung her, die klappern nicht, hast du mir erzählt. Es ist also wirklich eine tolle Ausführung. Ja, warum sind nicht mehr drauf gekommen? Es ist eine neue Marke und wir als Benimar-Händler, die ja bereits mit dem Spaniern arbeiten, für uns war es selbstverständlich, dass wir die Marke auch mit aufgenommen haben, weil wir da sehr gut mitfahren, auch mit Benimar. Ja, Spanien, der neue Trend, der da ist. Übrigens, wer jemals ein Ford gefahren ist, ein Custom, der wird sich wundern, wie leise das Fahrzeug ist. Das ist PKW-Feeling. Das hat überhaupt nichts zu tun mit irgendwas anderem. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Das stimmt aber gar nicht. Bei Wohnwagen Vogt war mal ein reiner Wohnwagenhändler und natürlich seit Dutzenden von Jahren verkauft ihr auch Wohnmobile, aber der Name ist geblieben, oder? Ja, der Name, der wird auch bleiben. Das ist die Tradition, das ist der Ursprung. Und das hat sich so ergeben, ja. So, Stefan Buhr, da ist er, Panama P10. Bett kannst du auch noch mal zeigen. Achso, ja, stimmt.
schlafen will man ja auch noch. Das ist das Bett oben, unten ist auch nochmal ein großes Bett, aber das Bett hier ist riesig. Da ist sogar noch die Matratze mit drauf. Rausfallschutz ist hier vorne drin. Das ist hier, ich mache mal gerade runter. Das ist übrigens ein Trick, wenn man das runter macht übrigens, da kann man sich schon umziehen. Und Tellerfedern beim SCA 124. Der geht wahrscheinlich nicht in die Vermietung, oder? Der hier. Der hier wird nicht gehen, nee, da sind andere in der Vermietung drin. So, jetzt kann es Der drin hier stehen. darf verkauft werden. Und das ist die Schnürlebank mit Piezo-Zündung sogar. Da vorne ist es mit drin, überall noch Anschlüsse mit drin. Auch hier kann man sich ja unterhalten über Lithium und Sachen, all das ist nachrüstbar. Es geht sogar Solar. Ja. Wir können oben auf das Dach drauf Solarpaneele draufkleben und das machen immer mehr Leute. So, ich filme noch einmal komplett mit aufgestelltem Dach. Vielleicht nehmen wir ja das Startbild. Noch kurz mal neben mich kommst, Stefan. Das Design nicht zerstörst, da ist er. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr seid unverkennbar in Saarbrücken, nämlich in der Koblenzer Straße 53 im Stadtteil Burbach. Und vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr anrufen wollt, 0681 99 288 0. Habe ich alles auswendig gelernt. Perfekt, ja, super. Tschüss. Auf Wiedersehen.